Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen an den Geräten zur Online-Buchvorstellung von Johannes Gramlichs Studie Begehrt, Schwiegen, belastend. Die Kunst der NS-Elite, die Alliierten und die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Mein Name ist Anna Ulrich. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte in München und ich freue mich darauf, Sie durch die heutige Veranstaltung zu begleiten. Gern hätten wir dieses Gespräch natürlich im Auditorium der Pinakothek der Moderne veranstaltet. Aber nun freuen wir uns umso mehr, Sie weltweit erreichen zu können. Lassen Sie uns also gern im Chat auch wissen, von wo aus Sie uns zusehen. Wir laden Sie auch ein, Ihre Fragen im Chat des Livestreams auf YouTube zu hinterlassen. Müsste sich irgendwo neben, unter oder über mir befinden. Und ich werde sie während meines Gesprächs mit Johannes Gramlich aufgreifen. Der Titel Begehrt, beschwiegen, belastend legt es bereits nahe. Es geht um das Nachleben des von Nationalsozialisten angehäuften Kunstbesitzes. Ausgehend von der Tatsache, dass sich in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen rund 900 Kunstgegenstände aus dem vormaligen Besitz nationalsozialistischer Funktionäre und Organisationen befinden, geht es im Buch, wie eben auch heute in der Buchvorstellung, um die Grundzüge der alliierten Restitutionspolitik und der Übereignungspraxis des Freistaats Bayern nach 1945. Und bevor ich Ihnen den Referenten des heutigen Abends näher vorstelle, übergebe ich zunächst das Wort an Professor Dr. Bernhard Marz, den Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung. Und im Anschluss wird Dr. Andrea Bambi, die Leiterin der Provenienzforschung der Staatsgemäldesammlung ist, etwas mehr über die Genese des Projekts sagen, aus der die Publikation von Johannes Gramlich hervorgegangen ist. Und außerdem ermöglicht sie uns einen ersten Einblick in die sogenannten Überweisungen aus Staatsbesitz, um die es dabei zentral geht. Herr Marz, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Museen, liebe Interessenten der Provenienzforschung. Ein großer Meilenstein ist hiermit zu beschreiben. Museen sind ja nicht nur die Orte von Schönheit und Geschichte, sondern sie sind auch Orte, an denen man sich mit Verwerfungen der Geschichte beschäftigen muss. Die Vielfalt der Forschungsfragen in Museen ist sehr groß und die Provenienzforschung ist seit einigen Jahrzehnten dazu getreten, in den Vordergrund getreten, als ein sehr, sehr wichtiges, teils von Historikern, Zeithistorikern, teils von Kunsthistorikern zu betreibendes Metier. Die Provenienzforschung bei den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen haben wir in den Jahren seit 2015 erheblich verstärkt. Es ist eine Frage, die uns sehr beschäftigt. Wo kommen die Werke her? Wer hat sie besessen? Wir haben mit Herrn Gramlich, der heute zu uns spricht, einen Zeithistoriker neben den Kunsthistorikern. Und wir haben in den letzten Jahren den Erstcheck, also die Grundprüfung für viele, viele Werke mit weiteren zusätzlichen Stellen jenseits von Frau Dr. Bambi, Herrn Gramlich, Frau Zechel, betrieben. Es war uns wichtig, diese erste Prüfung, das ist eigentlich gar nicht die erste, zu machen für alle Werke, die nach 33 und bis 45 erworben wurden und die nach 45 erworben wurden und vor 45 entstanden sind. Es ist nicht eigentlich der erste Check, aber es ist in unserer Zeit mit unseren heutigen Forschungsmitteln ein neues Niveau der Forschung möglich geworden. Natürlich, darüber wird nachher Herr Dr. Gramlich auch sprechen, gab es schon Vorgeschichten, es gab Provenienzforschung auch in der Nachkriegszeit. Infolge unserer Bemühungen der letzten Jahre haben wir für circa 7000 Werke die Provenienzen überprüft. Daraus resultieren aktuell 437 Meldungen bei Lost Art. Das heißt nicht, dass diese 437 Werke eindeutig unrechtsbehaftet sind, sondern sogar nur, dass sie genauer zu prüfen sind. Und wenn Sie sich über die Entwicklung, über die Statistik informieren wollen, so wie es jetzt hier eingeblendet ist, dann können Sie das auch nachverfolgen in den Jahresberichten der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, in denen dieses Thema in den letzten Jahren eine große Rolle spielte. Seit 1998, seit der Washingtoner Erklärung, haben die Staatsgemäldesammlungen 20 Restitutionen absolviert und wir hätten im vergangenen Jahr ohne Corona eine weitere
gehabt. Die ist nur verschoben, die ist im Grunde absolviert, aber noch nicht übergeben. Wir haben weitere Restitutionsvorgänge für dieses Jahr in Vorbereitung, also das heißt ausgeforscht und sowohl von der Werkgeschichte als auch von der Familiengeschichte. Und gute Nachricht auch das, wir haben keine unbearbeiteten Restitutionsforderungen auf den Tischen. Überdies sind die Werke der Staatsgemäldesammlungen im Internet einsehbar, sodass jeder, der irgendeinen Verdacht hat, eine Suche anstellen möchte, bei uns schauen kann, wo ist das Werk erworben worden. Wir haben des Weiteren für die maximale Transparenz auch die Inventare seit 2019 online gestellt, sodass Forscher in aller Welt ohne weiteres nachschauen können, wie es sich mit Erwerbungen von unseren Werken handelt. Digitalisierung der bisherigen Bestandskataloge ist ein weiterer Baustein unserer Transparenz. Und last but not least, seit 2017 sind unsere historischen Aktenbestände im Bayerischen Hauptstaatsarchiv zugänglich, uneingeschränkt, jederzeit, für jeden, sodass keine Vorwürfe im Raum stehen könnten, die Forschung sei erschwert oder gar behindert. Das sind alles Bausteine für einen Gang nach vorne, für eine maximale, optimale Provenienzforschung. Die Publikation, die wir heute vorstellen, ist der 4. Band in der Schriftenreihe der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, in denen auch Kriegsverluste, auch Institutionsgeschichte eine Rolle gespielt haben. Es geht dabei um die historische Aufarbeitung von Entwicklungen, die daran geführt haben, dass wir wissen, wo wir heute stehen. Und natürlich hat das auch mit der Zukunft zu tun. Wir haben die Inhalte der Werke, wir haben die Werke, ihre Werkgeschichte, wir haben vieles erforscht, aber noch lange, lange nicht alles. Wir reden heute mehr denn je über Vorbesitz und über Eignungsformen. Das sind gesellschaftlich relevante Debatten. Der Forschungsbedarf für die Werke, die in Lostart eingestellt sind und für andere, ist noch immens. Es wird uns nach dem heutigen Stand der Personalausstattung und der wissenschaftlichen Werkzeuge sicher noch Jahre und Jahrzehnte beschäftigen. Wobei wir natürlich die relevanten, die verdächtigen Werke zuallererst behandeln. Und wir haben tausende Werke und abertausende Werke geklärt. Auf der Provenienzampel wird das mit grün ausgewiesen. Das heißt, es sind ganz unbedenkliche Provenienzen. Desiderate bleiben im Raum. Wir stellen uns dem, wir arbeiten daran. Das sind unsere Bekenntnisse, unsere Ziele und Sie sehen, einige Etappenziele sind erreicht, andere liegen vor uns. Wir sind die Generation, die diese Aufgabe als ein zentrales Projekt der Museumsarbeit verstehen. Und jetzt sprechen diejenigen, die das im Tagtäglichen tun, nämlich zunächst Frau Dr. Bambi. Frau Bambi, ich gebe weiter an Sie. Vielen Dank, Herr Marz, und einen schönen guten Abend. Ich möchte Ihnen hier eingangs etwas über die Entstehungsgeschichte dieses Buchprojektes und des Forschungsprojektes erzählen. Als ich 2008 mit der Provenienzforschung an den Staatsgemäldesammlungen begonnen habe, lagen vor mir eben etliche tausend, also fast 7.000 Werke, die durchzusehen waren und bei denen es darum ging, eine Kategorisierung vorzunehmen, denn eine Person kann nicht 7.000 Werke erforschen. Das heißt, wir mussten versuchen, eine, ja, doch irgendwie Abstufung der Dringlichkeit festzulegen. Das heißt also, was ist der relevante, der ganz stark raubkunstverdächtige Bestand? Und da hat sich dann relativ schnell herauskristallisiert, dass eben diese gut 900 Kunstwerke aus ehemaligem NS-Besitz unser größtes und relevantestes Konvolut mit Raubkunstverdacht sind, weil es eben enteignetes Vermögen der nationalsozialistischen Führungselite ist und weil es sich eben um Kunstwerke handelt, die in den Organisationen der Partei sich befand. Es waren also alles Provenienzen mit den sogenannten Red Flag Names, also von Personen und Organisationen, die in den Kunstraub des NS aktiv verwickelt waren. Unsere
damals unsere Wissensgrundlage, unsere Kenntnis darüber bestand eigentlich aus dem Aktenmaterial im Haus selber. Wir hatten etwa 3000 Blatt ganz dünnes Durchschlagpapier mit endlosen Listen von Kunstwerken, mit Nummern, mit Maßangaben und handschriftlichen Vermerken. Da drin stand nichts über Vorbesitzer oder ursprüngliche Eigentümer, sondern es ging darum, dass Kunstwerke von einem Ort an einen anderen transferiert werden. Wenn wir jetzt sehen, was für diesen Band von Johannes Gramlich verwertet worden ist, so ist das inzwischen sicher das 10-fache an Archivalien, also gut das 10-fache. Was wir aber eben nicht wussten, was unser Desiderat war, was ist der gesetzliche Hintergrund? Was waren die politischen Weggründe, so zu entscheiden, dass ein Museum in München, eine Staatsgemäldesammlung, Eigentümer dieser Kunstwerke wird? Gab es dafür museale Interessen und wenn ja, welche? Also dieser ganze Kontext war uns weitgehend unbekannt. Und damit war eben klar, wie können wir über diese Werke wissen, wenn wir eigentlich den Kontext nicht kennen. Wir hatten natürlich eine gewisse Vorarbeit durch den Band von Ilse von Zermühlen zur Kunstsammlung Göring, was ja auch eben ein Bestand ist, ehemals NS-Besitz. Der hat aber im Wesentlichen eine Sammlungsrekonstruktion gemacht und die Provenienzen Göring, also der Sammlung Göring, recherchiert. Da fehlte aber eben der größere Zusammenhang, fehlte uns nach wie vor die Kontextualisierung. Und wir haben dann 2012 mit ganz bescheidenen eigenen Bordmitteln gestartet, mit wenigen Stunden, die wir aus dem Stellenplan herausgeschnitten hatten. Und dank des großen Einsatzes von Anja Zechelt haben wir gestartet. Es war aber klar, dass das bei weitem nicht ausreichend war, um mit diesem großen Bestand umzugehen. Und dann hatten wir natürlich nicht zuletzt befördert durch den Kunstfonds Gullit ab 2013 zusätzliche Mittel und haben uns eben entschieden, einen Zeithistoriker einzustellen. Das war also auch eine ganz bewusste Entscheidung, eben zu sagen, wir machen hier zwar Provenienzforschung, aber wir brauchen zeithistorische Expertise. Diese Stelle hatte Florian Wimmer inne bis 2015. Er ist sehr früh und sehr überraschend verstorben. Ich möchte in diesem Moment natürlich auch jetzt noch einmal ihm danken. 2016 hat Johannes Gramlich dann die Position übernommen. Und seine Stelle war zunächst befristet, ist aber dann, weil eben auch zunehmend dann das klar wurde, wie groß und wie bedeutend das für die Geschichte der Staatsgemäldesammlung ist und für unseren Bestand, wurde diese Stelle 2016 dann entfristet. Neben dem zeithistorischen Kontext ist es natürlich auch wiederum ganz wichtig, dass in diesem Projekt ganz wesentlich Kunstwerke mit Raubkunstverdacht oder mit nachweislich raubkunstbelastete Werke sich befinden. Und ich komme jetzt auf die Folie zu sprechen, in der wir diese Statistik angelegt haben, also den Projektfortschritt mit den Lost Art Meldungen. Wir melden auf der Datenbank lostart.de Kunstwerke, die wir für Raubkunst halten. Und wir sind dort 2007 mit der quasi nachträglichen Meldung von 142 Werken aus der Sammlung Göring gestartet. Und man sieht das sehr schön hier, 2013 sind wir bei 176 Meldungen. Das ist kein großer Fortschritt, weil einfach personell dort nicht sehr viel mehr umzusetzen war. Wir sehen aber, dass wir 2020 bei 447 Meldungen angekommen sind. Das heißt, wir haben einen enormen Fortschritt und wir haben eben auch die Bestätigung, dass sich in diesem Konvolut tatsächlich verhältnismäßig hoher Prozentsatz an Raubkunst befindet. Man sieht natürlich auch den Projektbeginn Wimmer in 2013, 2016 Herr Gramlich und was wir natürlich sehen, dank des starken Einsatzes hier von zusätzlichem, leider nur befristeten Personal, dass wir von 2018 bis 2020 natürlich einen ganz enormen Fortschritt machen konnten in den Zahlen. Ich darf jetzt noch eine weitere Statistik hier vorstellen. Wir haben eine Tortengrafik hier gemacht, um zu vergleichen, wie viele Lost Art Meldungen kommen denn aus welchen Rechercheprojekten von uns. Und da kann man sehr deutlich ablesen, dass eben 91%, eben 408 Werke unserer Lost Art Meldungen insgesamt aus den Werken aus NS-Besitz stammen. 29 Werke, 7%, stammen aus dem Projekt der Erwerbung zwischen 1933 bis 1945 erworben
und 10 Werke stammen aus den Erwerbungen nach 1945 bis heute. Also unser Schwerpunkt, unser personeller und strategischer Einsatz da hat sich da wirklich bewahrheitet und gelohnt von den Ergebnissen her, wie wir das jetzt hier sehen. Was auch jetzt hier, finde ich, für das Projekt noch mal sehr interessant ist, bevor wir ins Detail gehen, ist zu zeigen, wie sich diese 900 Kunstwerke auf unsere Ampelfarben quasi ergießen. Sie sehen das hier in der zweiten Tortengrafik. Wir sehen eben 12% der Werke sind eindeutig rot als Raubkunst identifiziert. Bei 48%, das ist orange, ist noch weitere Prüfung notwendig, aber wir haben bereits Hinweise auf Raubkunst. Und bei 7% haben wir Provenienzlücken, die wir aktuell nicht schließen können. Und bei 33%, die sind mit grün beampelt, ist ein weiteres größeres Konvolut einzuordnen. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch etwas sagen über die Kunststile, Kunstrichtungen, die dieses Konvolut beinhaltet. Denn es ist keine homogene Sammlung. Wir sehen aber doch deutliche Tendenzen und Schwerpunkte. Die NS-Führungselite sammelte natürlich sehr gerne und mit großem Eifer alte Meister. Sie begeisterte sich für Da Vinci oder Rubens und Raphael. Sie favorisierte aber ganz deutlich die altdeutsche Kunst. Und wir sehen hier eben 2 Beispiele aus der Sammlung Göring, ausgestellt bei uns auch in der Alten Pinakothek. Weiter hat sie natürlich das 19. Jahrhundert ganz ausdrücklich geschätzt und die Münchner Schule. Und hier insbesondere waren natürlich auch Gemälde von Spitzweg ganz hoch auf der Liste der Begehrlichkeiten. Die waren vor allem bei den Sammlern aus dem Umkreis Hitlers besonders beliebt. Der Institutsspaziergang, den wir jetzt hier sehen, war in den Sammlungen von Heinrich Hoffmann und Julius Streicher. Ist heute ein Bild in der Neuen Pinakothek, die aktuell geschlossen ist, aber sonst kann man das durchaus als einen Publikumsmagneten bei uns bezeichnen. Allerdings gehört dies Werk zu den wenigen Werken, die wir durch die Forschung bereits schon so ausgeforscht haben und den anfänglichen Raubkunstverdacht ausräumen konnten. Also der ist hier so nach jetzigem Stand der Forschung nicht gegeben. Wir sehen dieses Bild von Defregger aus der Sammlung von Streicher. Das ist ein Bild, was eher zu dem Bestand der Depotbilder gehört. Also es ist beileibe nicht alles ausgestellt, sondern nur ein ganz kleiner Prozentsatz dieser Werke. Und ich komme jetzt zu dem, wir haben auf der Tortengrafik diese grün beampelten Werke gesehen, unsere 33%. Und das sind Kunstwerke, die auf zeitgenössischen Ausstellungen, beispielsweise im Haus der Kunst, erworben worden sind und nicht raubkunstverdächtig sind. Beispielsweise haben wir hier Werke von Karl Protzen. Das sind diese typischen Darstellungen der Industriekultur und vom Bau der Reichsautobahn. Wir sehen Werke von Edmund Steppes. Das ist, glaube ich, dann schon die nächste Folge. Steppes war Parteimitglied seit 1936 und auf den deutschen Kunstausstellungen ganz regelmäßig vertreten. Wir haben Werke von Walter Petersen. Petersen war Hitler persönlich begegnet und durfte ihn porträtieren. Aber auch Künstler wie Konstantin Gerhardinger sind mit dabei. Sehen wir hier auf der letzten Folie 2 Bilder. Der gehörte zu den ganz hochdekorierten Künstlern des NS. Und diese letzten 2 Werke sind bei uns nicht ausgestellt. Das sind die Po-Werke. Die anderen vorab gezeigten Werke sind durchaus im entsprechenden Kontexten und mit Erläuterungen auch in jüngster Zeit in der Pinakothek der Moderne zu sehen gewesen. Also das auch zu Ihrer Information. Und damit würde ich jetzt schließen und übergeben an Johannes Gramlich. Aber bevor an Johannes Gramlich übergeben wird, nutze ich die Gelegenheit, um mich bei Herrn Marz und Frau Bambi für diese schon sehr informierenden, einleitenden Worte zu bedanken und auch die Gelegenheit zu nutzen, um Johannes Gramlich Ihnen kurz vorzustellen. Johannes Gramlich nach seiner Promotion über die Kunstsammlung der Familie Thyssen war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte, also quasi ein Kollege.
Und dort war er in der Taskforce Schwabinger Kunstfund und auch im Nachfolgeprojekt Provenienzrecherche Gurlitt tätig. Und 2016, Sie haben es eben schon gehört, wechselte er dann dann zur Provenienzforschung, an die Staatsgemäldesammlung. Und zudem ist er auch noch seit 2 Jahren Vorsitzender des Forschungsverbunds Provenienzforschung in Bayern. Johannes, finally, the floor is yours. Und dein Mikrofon müsste noch angeworfen werden, Johannes. Ja, so geht das bei mir immer los. Ja, danke. Also vielen Dank für die Einführung, Anna, und auch für die Worte von Herrn Marz und Frau Bambi für die sehr interessanten. Ich stelle jetzt relativ kurz und in einem zügigen Galopp zentrale Inhalte meines Buches in gewissermaßen jetzt erstmal monologisch ein bisschen vor, um danach eben auf Fragen von Anna Ulrich, aber eben auch von Ihnen aus dem Chat eingehen zu können. Also was ja schon angeklungen ist, in dem Buch geht es nicht direkt um den nationalsozialistischen Kunstraub, sondern es geht vor allem um Aspekte einer Nachgeschichte des nationalsozialistischen Kunstraubs. Konkret geht es um die Frage, was ist mit den umfangreichen Kunstsammlungen hochrangiger Nationalsozialisten nach 1945 geschehen. Der Ausgangspunkt für diese Frage und das dazugehörige Forschungsprojekt, auch das hat Andrea Bambi kurz geschildert, war der Befund, dass die Staatsgemäldesammlung vor allem in den 1950er und in den 1960er Jahren rund 900 Kunstgegenstände übernommen haben, die bis 1945 im Besitz von Funktionären und Organisationen der NSDAP gewesen waren. Und ich habe hier eine Liste, die finden Sie auch im Buch, in die PowerPoint integriert, damit Sie einen Überblick bekommen, sortiert nach den nationalsozialistischen Vorbesitzern. Sie sehen, unter den Funktionären kamen die meisten Werke an die Staatsgemäldesammlung aus der Sammlung Göring und rechts aus den verschiedenen Beständen, im Besonderen der NSDAP. Bei den Objekten handelt es sich, das ist recht logisch gemäß unseres Sammlungsschwerpunktes, in erster Linie um Gemälde. Es waren aber auch rund 30 Plastik darunter. Wir waren und sind dabei, das ist klar geworden, die Provenienzen dieser Objekte so gut es geht zu klären und zu veröffentlichen. In dem begleitenden Buchprojekt ging es darum, einerseits diesen Prozess der objektbezogenen Recherchen grundlegend zu unterstützen. Andererseits war das Ziel aber auch, einen wichtigen Teil der Geschichte der Staatsgemäldesammlung kritisch aufzuarbeiten, wobei das Gesamtthema eigentlich weit über die Staatsgemäldesammlungen hinausweist. Leitend war dabei die recht schlichte Frage, wie und warum die Staatsgemäldesammlung diese Objekte übernehmen konnten, welche rechtlichen Bestimmungen lagen den Transfers zugrunde und wie wurden sie in der Praxis umgesetzt, wie sind die Verantwortlichen der Staatsgemäldesammlung und der bayerischen Behörden mit diesem Erbe in der Folge umgegangen, wie genau hatten zuvor die alliierten Bestimmungen zur Restitution von NS-Raubkunst ausgesehen und wie sind diese umgesetzt worden? Warum sind so viele Kulturgüter aus NS-Besitz damals nicht restituiert worden? Hat es an Gründlichkeit und Willen gemangelt oder können die Objekte als unbelastet gelten? Sie können es nicht, das nehme ich vorweg. Um sich diesen und weiteren Fragen zu widmen, sind München und Bayern ein ausgesprochen ergiebiger Untersuchungsgegenstand. Denn in Bayern haben sich bei Kriegsende besonders viele Kunstsammlungen aus NS-Besitz befunden, was wiederum mit der Bedeutung zu tun hatte, die München und Bayern im Nationalsozialismus zugekommen war. Bekanntermaßen ist die NSDAP in München gegründet worden. Sie hatte hier auch ihren Hauptsitz, der wie viele andere Parteigebäude eine kunstvolle Ausstattung erhielt. Daher erwarb die Partei verstärkt ab 1937 unzählige Werke der bildenden Kunst. Ich habe Ihnen hier beispielhaft 2 Bilder aus dem sogenannten Führerbau am Münchner Königsplatz mitgebracht, wo Sie im Hintergrund das kunstvolle Interieur erkennen konnten. Die Nationalsozialisten riefen München 1933 zur Hauptstadt der deutschen Kunst aus, wenig später auch zur Hauptstadt der Bewegung. Ab 1937 fanden hier jährlich die großen deutschen Kunstausstellungen statt. Auch die FEMA-Ausstellung Entartete Kunst war 1937 zuerst in München zu sehen.
Hochrangige Parteifunktionäre wie Adolf Hitler, Martin Bormann, Heinrich Hoffmann und Julius Streicher hatten in München beziehungsweise in Bayern Wohnsitze und damit war auch ihr Kunstbesitz, der diese Anwesen ausstattete, vor Ort. Der Obersalzberg bei Berchtesgaden entwickelte sich in der NS-Zeit zudem zu einer Art zweitem Regierungssitz. Hier haben wir Fotos aus Adolf Hitlers Berghof am Obersalzberg, wahrscheinlich um 1938 entstanden. Und auch hier sehen Sie wieder eine gewisse kunstvolle Ausstattung der Räume. Hermann Göring wiederum verlagerte seine umfangreiche Kunstsammlung in den letzten Kriegsmonaten von seinem Anwesen Karinhall in der Schorfheide nach Bayern, um sie vor der Roten Armee in Sicherheit zu bringen. Auch da habe ich für einen schlichten Eindruck 2 Abbildungen aus Karinhall mitgebracht. Also Sie sehen, das ballte sich doch ziemlich in München und Bayern, was die Kunstgegenstände aus NS-Sammlungen betrifft. Nach Kriegsende brachten dann die alliierten Streitkräfte, also die amerikanischen Streitkräfte, all diese Kunstgegenstände aus NS-Besitz, die sie in hunderten Bergungsorten in ihrem Verantwortungsbereich auffanden, in eine zentrale Sammelstelle, nämlich in den Münchner Central Collecting Point. Die Stadt blieb damit gewissermaßen auch nach 1945 ein Kristallisationspunkt des nationalsozialistischen Kunstraubs. Was ist nun mit diesen Kunstgegenständen aus NS-Besitz, die ab 1945 eben in diesem Collecting Point zusammengezogen wurden, in der Folge geschehen? Dazu zunächst ein allgemeiner Überblick. Insgesamt lassen sich 4 Richtungen, kann man sagen, identifizieren, in die diese Werke gegangen sind. Im Zentrum der Bemühungen im Collecting Point stand zunächst die Restitution von NS-Raubkunst, die von der amerikanischen Militärregierung geregelt und vorangetrieben wurde. Ab den 1950er Jahren wurden Kunstwerke, die damals als nicht restitutionspflichtig galten, dann auf Grundlage alliierter Bestimmungen an den Freistaat Bayern übereignet. In den 1960er Jahren konnte auch die Bundesrepublik Deutschland Kunstwerke aus NS-Besitz für sich beanspruchen. Und von Anfang an, also schon von den späten 1940er Jahren an, brachten auch ehemalige NS-Funktionäre und ihre Angehörigen zum Teil sehr erfolgreich Eigentumsansprüche auf sichergestellte Objekte vor, die ihnen bis 1945 gehört hatten. Mit anderen Worten, sie wollten ihr eingezogenes Vermögen zurückhaben. Das war zu früh. Denn zunächst noch 2 allgemeine Charakteristika, die diesen Prozess, diesen Gesamtprozess, diesen Verteilungsprozess kennzeichnen. Erstens ist festzuhalten, dass diese verschiedenen Interessenträgern in Konkurrenz zueinander standen und sich zum Teil langwierige Auseinandersetzungen um die Kunstgegenstände lieferten. Man kann sagen, dass der Umgang mit Kunstwerken aus NS-Besitz bis Ende der 1960er Jahre von beständigen Verteilungskonflikten begleitet wurde. Trotz der konfrontativen Auseinandersetzungen ist zweitens festzuhalten, dass der Umgang mit diesen Objekten durch eine Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen und Direktiven geregelt war, die zunächst auf Ebene der Alliierten, dann auch auf Landes- und Bundesebene erlassen wurden. Der Verteilungsprozess verlief also keineswegs willkürlich, allerdings ließen die rechtlichen Bestimmungen Handlungs- und Deutungsspielräume, die dann eben zu Diskussionen und Streitigkeiten zwischen den unterschiedlichen Interessenträgern geführt haben, beziehungsweise dazu genutzt wurden. Ich werde jetzt noch etwas näher auf diese 4 Richtungen, auf diese Interessenträger eingehen und auf die rechtlichen Grundlagen, mit denen sie ihre Ansprüche auf Kunstwerke aus NS-Besitz begründen konnten. Das kann ich in der Kürze der Zeit nur sehr, sehr kursorisch tun, aber es gibt ja im Anschluss noch Gelegenheit zu fragen und es gibt vor allem natürlich auch das Buch, in dem diese Vorgänge sehr detailliert beschrieben werden. Wichtig erscheint mir zunächst ein Blick auf die Zuständigkeiten im Central Collecting Point. Der Collecting Point stand bis 1949 unter Kontrolle der amerikanischen Militärregierung, deren zentrales Ziel dort die Restitution von NS-Raubkunst war.
1946 und 1947 hatte die Militärregierung zu diesem Zweck durchaus weitreichende Restitutionsbestimmungen erlassen. Diese Regelungen galten in unterschiedlicher Weise für die von Deutschland im Zweiten Weltkrieg besetzten Staaten auf der einen und für NS-Verfolgte im Deutschen Reich auf der anderen Seite. Es gab also eine rechtliche Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Restitution. Und um es sehr, sehr, sehr verkürzt zu sagen, war diesen Bestimmungen zur äußeren und inneren Restitution gemein, dass sich Rückerstattungsansprüche nicht nur auf enteignete, konfiszierte, also direkt geraubte Kunstgegenstände beziehen konnten, sondern grundsätzlich konnte die Rückerstattung auch bei rechtsgeschäftlichen Vermögensgeschäften gefordert werden, wenn also ehemalige Eigentümer unter dem Druck der Verhältnisse ihren Kunstbesitz auf dem Markt verkauft haben beziehungsweise verkaufen mussten. Diese durchaus engagierten und wirksamen Bemühungen der Alliierten um eine angemessene Restitutionspolitik wurden auf deutscher Seite allerdings als erheblich zu weitreichend empfunden. Das zeigen Unterlagen aus bayerischen und bundesdeutschen Behörden, auch aus den Staatsgemäldesammlungen sowie Umfragen, die damals in der westdeutschen Bevölkerung durchgeführt wurden. Insbesondere eine mögliche Restitutionspflicht von käuflich erworbenen Objekten stieß auf breite Ablehnung. Das ist ein Grund dafür, dass die bayerischen und bundesdeutschen Verantwortungsträger im Collecting Point ab 1949, Sie sehen das an der Grafik, keine Notwendigkeit sahen, den Restitutionsprozess eigeninitiativ weiter zu forcieren. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass die Hauptverantwortung für Restitution auch über 1949 hinaus bei den Alliierten verblieben ist. Der zunächst bayerische, dann bundesdeutsche Treuhänder sollte zu den Provenienzen der Kunstwerke allerdings weiter recherchieren und kam dieser Verpflichtung nur sehr schleppend nach. Erheblich energischer und engagierter betrieben Bayern und die Bundesrepublik daher ein anderes Thema, und zwar das eigentliche Thema des Buches, nämlich die Übernahme der nicht restituierten Kunstgegenstände aus NS-Besitz. Die 4 Besatzungsmächte hatten schon 1947 und 1948 gemeinsam beschlossen, dass Vermögenswerte von Organisationen und Funktionären der der NSDAP, sofern sie nicht restitutionspflichtig waren, auf das Bundesland übergehen sollten, in dem sie gelegen waren. Sie sehen hier den entscheidenden Passus aus den alliierten Direktiven zum Umgang mit Vermögen der NSDAP und ihrer Funktionäre. Darauf also konnte der Freistaat Bayern seine Ansprüche auf die entsprechenden Kunstgegenstände im Collecting Point stützen und ab 1953 dann auch gegen Vorbehalte der Bundesrepublik Zug um Zug durchsetzen. Vollzogen, kurz in der Praxis, wurden die Übereignungen der Kunstwerke mithilfe etlicher Übertragungsurkunden, in deren Anlage eine genaue Auflistung der betreffenden Objekte folgte. Ich habe einfach nur, dass man das mal sieht. So schlicht sah eine solche Übertragungsurkunde aus. Sie sehen oben, es geht hier in dem Fall um Kunstgegenstände der Martin-Bormann-Verwaltung Obersalzberg. Und was ich Ihnen auch noch rausgeschrieben habe, ist eben dieser Bezug unten auf die Kontrollratsdirektive 50, die ich in der Folie vorher gezeigt hatte. Ja, also das war die Grundlage, die hier umgesetzt wurde. Und so sah dann eine solche Anlage aus, wo dann die Objekte eben einzeln aufgeführt wurden. Und wie Sie sehen, unter Münchner Nummer, rechts im unteren roten Kasten, das war die Inventarnummer aus dem Collecting Point, mit der die Objekte dann auch eindeutig identifiziert und zugeordnet werden konnten. Im Anschluss an diese förmlichen Übereignungen wurden die Kunstgegenstände aus dem Collecting Point in die Obhut der Bayerischen Staatsgemäldesammlung gegeben. Die Staatsgemäldesammlungen und andere staatliche Museen konnten die Bestände dann sondieren und auswählen, was sie für ihre Häuser für sinnvoll erachteten und mussten die ausgewählten Werke nur teilweise und zu eher wohlwollenden Preisen bezahlen. Objekte, für die sich keine Einrichtung des Freistaats Bayern interessierte, wurden daraufhin in der Regel verkauft.
Dieser Prozess lief also ab den 1950er Jahren. Er war aber nicht unumstritten. Denn auch die Bundesrepublik machte Ansprüche auf Kunstgegenstände aus NS-Besitz geltend. Sie stützte sich dabei auf Artikel 134 des Grundgesetzes, nachdem ehemaliges Reichsvermögen grundsätzlich dem Bund zustand. Ich habe Ihnen diesen einen schlichten Satz hier auch mal rausgeschrieben. Und vor allem mit Blick auf die Kunstsammlung von Adolf Hitler und von Hermann Göring entspannen sich vor diesem Hintergrund jahrelange und intensiv geführte Diskussionen zwischen der Bundesrepublik und dem Freistaat Bayern. Bayern versuchte dabei nachzuweisen, dass diese Sammlungen vornehmlich privat oder über die NSDAP finanziert worden waren und somit nach den gezeigten alliierten Direktiven dem Freistaat Bayern zustanden, während sich der Bund an dem Nachweis versuchte, dass die Objekte mit Mitteln des Deutschen Reichs erworben worden waren und somit als ehemaliges Reichsvermögen zu gelten hatten. Allerdings waren die entsprechenden Nachweise aufgrund des symbiotischen Verhältnisses, das im Nationalsozialismus zwischen Staat, Partei und seinen Funktionären geherrscht hatte, kaum zu erbringen. Daher einigten sich die Bundesrepublik und der Freistaat 1960 darauf, die Sammlung Göring zu gleichen Teilen untereinander aufzuteilen. Die Verhandlungen zu Hitlers Sammlung, es geht um die Werke, die Hitlers Sonderauftrag Linz erworben hatte. Die Verhandlungen dazu dauerten noch knapp 10 Jahre länger. Erst 1969 verzichtete der Freistaat Bayern hier auf seine Ansprüche und überließ diese Objekte dann der Bundesrepublik. Während sich der Freistaat Bayern und der Bund also bis Ende der 60er Jahre um Kunstwerke aus NS-Besitz stritten, gab es schon früh, schon seit dem Ende der 1940er Jahre, noch eine weitere Gruppe von Anspruchstellern. Damit komme ich zum letzten Punkt. Das waren die NS-Funktionäre und ihre Angehörigen, denen die Kunst- und Kulturgüter bis 1945 gehört hatten. Vor allem Mitglieder aus den Familien Hoffmann, von Schirach und Göring. Sie artikulierten ihre Ansprüche zum Teil schon gegenüber der amerikanischen Militärregierung, dann aber vor allem gegenüber dem Freistaat Bayern und mit Blick auf die Sammlung Göring auch gegenüber der Bundesrepublik. Es folgten auch hier Verhandlungen und Auseinandersetzungen, die teilweise bis weit in die 60er Jahre hinein andauerten und in denen die Anspruchsteller aus dem Umfeld der NS-Elite sehr selbstbewusst und fordernd auftraten. Dies hatte auch damit zu tun, dass sie ihre Ansprüche rechtlich begründen konnten, denn während das Vermögen der NSDAP mit dem Verbot und der Auflösung der Partei herrenlos war, musste das Vermögen von Funktionären der Partei zunächst formal enteignet werden. Für diese Enteignungen waren die Spruchkammern zuständig, die in der Nachkriegszeit die individuelle Schuld und Verantwortung für die Untaten der NS-Zeit ermessen und entsprechende Sühnemaßnahmen auferlegen sollten. Zu diesen Sühnemaßnahmen gehörte, wenn die Spruchkammer einen besonders hohen Grad an Schuld und Verantwortung festgestellt hatte, eben auch der Einzug des Privatvermögens. Das Problem an der Angelegenheit war, dass die Spruchkammern dazu tendierten, sehr milde zu entscheiden. Insbesondere die Ehefrauen und Töchter von hochrangigen NS-Funktionären gelang es recht leicht, sich als unpolitische Randfiguren zu inszenieren, sodass die Spruchkammern ihr persönliches Vermögen in der Regel nicht enteigneten. Sie konnten nun zu Recht oder Unrecht behaupten, dass sichergestellte oder enteignete Vermögenswerte ihrer Ehemänner und Väter eigentlich ihnen selbst gehört hatten und deshalb an sie herauszugeben seien. Auf dieser Grundlage bauten sehr interessante Auseinandersetzungen auf, in denen Protagonisten des vormaligen NS-Regimes in direkten Kontakt mit Akteuren des nun demokratisch verfassten Freistaats traten. Für Bayern setzte sich federführend das Finanzministerium mit den Rückgabeforderungen aus dem Umfeld der NS-Elite auseinander. Sofern es um Kulturgüter ging, waren aber auch die Staatsgemäldesammlung involviert. Und um es sehr allgemein und sehr verkürzt zu sagen, behandelten die bayerischen Behörden diese Ansprüche vor allem in der Anfangszeit eher unkritisch, kooperativ und relativ freigebig. Bei wertvolleren Objekten und vor allem als klar wurde, dass die Eigentumsnachweise der Anspruchsteller aus dem NS-Umfeld häufig nicht der Wahrheit entsprachen, agierte der Freistaat dann aber auch konfrontativer und restriktiver.
Unter dem Strich lässt sich ganz allgemein resümieren, dass die Kunstgegenstände aus NS-Besitz von den Verantwortlichen der Staatsgemäldesammlung des Freistaats Bayern und auch der Bundesrepublik Deutschland nach 45 frei von jeder moralischen Aufladung behandelt wurden, vor allem frei von Verantwortungs- und Schuldgefühlen für die NS-Vergangenheit. Im Gegenteil war eine Selbstwahrnehmung als Opfer von Krieg und Diktatur verbreitet, die auch viele Museen für sich in Anspruch nahmen. Beispielhaft sehen Sie hier eine Aussage von Hans-Konrad Rötel, Konservator an der Bayerischen Staatsgemäldesammlung aus dem Jahr 1948, in der er die deutschen Museen auf eine Stufe mit den rassisch und politisch Verfolgten stellte. Dabei hatte Rötel die aus seiner Sicht übertriebene Restitutionspolitik der Alliierten, aber auch die nationalsozialistische Beschlagnahmeaktion Entartete Kunst von 1937/38 im Kopf, durch die Staatsgemäldesammlung viele weitere Museen bedeutende Werke der Moderne verloren hatten. Die Übernahme von Kunstwerken aus NS-Besitz konnte in dieser Perspektive als gerechte Wiedergutmachung für die Staatsgemäldesammlung interpretiert werden. Das Thema NS-Raubkunst und Restitution trat demgegenüber aber schnell in den Hintergrund. Es galt mit den alliierten Restitutionsgesetzen als erledigt, sogar als übermäßig streng reguliert, was wiederum zur Folge hatte, dass die Kunstgegenstände aus NS-Besitz nach damaliger Sichtweise jeden Makel verloren hatten und grundsätzlich als unbelastet galten. Das wäre von meiner Seite jetzt erstmal wirklich ein gewisser Parforce-Ritt durch die zentralen Inhalte. Ich hoffe, es war einigermaßen möglich, dem grundlegend zu folgen. Und wie gesagt, bedienen Sie gerne die Fragefunktion im Chat. Dann können wir da auf einzelne Punkte auch näher eingehen. Und Anna, damit gebe ich zurück zu dir. Vielen Dank, Johannes. Ja, das ist tatsächlich ein Parforce-Ritt, das kann man wohl sagen. Und ich kann auch nur noch mal unterstreichen, von der Chat-Funktion kann Gebrauch gemacht werden, aber zunächst nehme ich quasi mein Recht als Moderatorin wahr, um dich mit ein paar Fragen zu konfrontieren, die mir bei der Lektüre und jetzt auch beim Vortrag aufgefallen sind. Und da ist zum einen also dieser Umgang mit mit der NS-Kunst, beziehungsweise mit dem Kunstbesitz, also die Restitution, Übereignung, Rückgaben, das sind ja sehr spezifische Abläufe. Und trotzdem habe ich mich bei der Lektüre gefragt, inwiefern die von dir beschriebenen Prozesse gerade in den späten 40er und 50er Jahren doch so eine Art Spiegelbild oder vielleicht besser einfach ein Beispiel für das Verhalten und die Einstellung der deutschen Nachkriegsgesellschaft sind und als solche betrachtet werden können. Wie würdest du das einschätzen? Ja, also das das würde ich ausdrücklich bejahen. Also diese Frage, war das ein Spiegelbild der damaligen Gesellschaft und damaliger Handlungsweisen auch in anderen Bereichen? Ich glaube ganz klar ja. Also ich habe es ja im Anschluss noch so knapp angerissen, aber dass die NS-Vergangenheit nach 45 weitgehend verdrängt wurde, dass weitgehend kein Verantwortungsgefühl vorhanden war, dass sie Schuld für die Ereignisse, für die Verbrechen der Vorzeit an eine kleine Gruppe um Adolf Hitler quasi ausgelagert wurde. All das erkennt man auch dann, wenn es um den Umgang mit den Kunstgegenständen aus NS-Besitz geht, ja, wobei die Museen, das habe ich ja gerade auch noch angedeutet, da in besonderem Maße sich noch als Opfer inszenieren konnten, eben aufgrund dieser Beschlagnahmeaktion Entartete Kunst und eben durchaus auch, weil sie eben die Rückerstattungspolitik der Alliierten als viel zu weitreichend, ja, als ein Akt der Siegerjustiz dann auch noch betrachteten, und insofern ja, also das spiegelt sich genau in diese Handlung rein. Und da zeigt sich darin, dass eben eine Restitutionspolitik eben auch mit diesen NS-Beständen relativ schnell keine übergeordnete Rolle mehr spielt, nachdem die Alliierten da zunehmend rausgegangen sind, dass keine kritische Distanz zu diesen Beständen aufgebaut werden konnte, sondern eher ein Wille dominierte, die Möglichkeit zu ergreifen, um zu profitieren.
Ja, also so würde ich's grob umreißen. Aber unterm Strich halt ganz klar ja. In der Studie gibt es viele Institutionen, das kam ja auch eben in deinem Vortrag zum Ausdruck, also sowohl auf Ebene des Bundes wie des Freistaats Bayern, die für die Übereignungsprozesse mit verantwortlich waren oder auf jeden Fall da Interessen verfolgten. Aber könntest du noch mal genauer herausstellen, welche Rolle gerade auch der Bayerischen Staatsgemäldesammlung in diesen Prozessen zukam? Ja, ja, klar. Also im Endeffekt würde ich sagen, war die Rolle der Staatsgemäldesammlung in dem Prozess ein zweifacher. Ja, also die Übereignungsprozesse an sich waren federführend beim Finanzministerium angesiedelt. Ja, also das Finanzministerium war eigentlich die hauptverantwortliche Behörde, das hauptverantwortliche Ministerium, was ja in gewisser Hinsicht logisch ist, weil es ja um Vermögen ging. Aber sofern es bei den Übereignungen eben um Kunstgegenstände ging, wurden die Staatsgemäldesammlungen immer mit eingebunden, einfach weil sie in diesem Bereich das Kompetenzzentrum in Bayern darstellt, im bayerischen Behördenapparat darstellten und die entsprechende Expertise hatten. Ja, also das war das eine, warum sie da immer wieder mitgemischt haben, sage ich mal. Und das andere war, was ich ja auch kurz angedeutet habe, dass der Generaldirektor der Staatsgemäldesammlung, das war in der Zeit Eberhard Hanfstengel, von 1949 bis 1952 eben diese Treuhänderschaft über die sichergestellten Kunstgegenstände im Collecting Point ausgeübt hat, ja, unter denen ja diese Werke aus NS-Besitz waren. Das heißt, er hatte schon sehr früh damit zu tun. Er konnte dadurch eine gewisse Handlungsmacht gewinnen. Er hatte vor allem früh Kenntnis, was da an Kunst liegt, was da mit anderen Worten auch zu holen ist. Und er war natürlich in gewisser Hinsicht schon auch ein Interessenträger, der ein Interesse daran hatte, gerade die wichtigeren Werke aus diesem Kontext für sein Haus, für sein Museum zu sichern. Ja, also in dieser beiderlei Hinsicht spielen die Staatsgemäldesammlungen da eine Rolle. Tatsächlich sehr interessant. Und ein weiteres interessantes Detail in dem Buch ist eine Verkaufsaktion der Staatsgemäldesammlung Ende der 60er Jahre, bei denen 107 Bilder aus diesem ehemaligen NS-Besitz verkauft wurden. Und was daran bemerkenswert ist, abgesehen davon, dass es natürlich für uns auch aus heutiger Sicht einfach sehr merkwürdig klingt, wie diese Werke veräußert werden, ist, dass der Erlös nicht ausreichte, um ein Gemälde der modernen Kunst zu erwerben. Und da musste das Kultusministerium quasi noch mit einschreiten und hat noch ich glaube, eine Viertelmillion oder so obendrauf gelegt, um dann ein Werk von Braque zu kaufen. Und also vor dem Hintergrund habe ich mich gefragt, wie hochwertig waren die NS-Sammlungen nach 45 noch? Ja, also vielleicht ganz kurz 2 Worte zu dieser Verkaufsaktion. Die fand 1966, 67 statt. Das war, wenn man so will, eine konzertierte Aktion der Staatsgemäldesammlungen. Die Übereignungsprozesse waren zu der Zeit weitgehend abgeschlossen. Ja, man begann in den Staatsgemäldesammlungen zu sondieren, was man denn nun da wirklich in Summe zusammenbekommen hatte. Und war eben bei gut 100 Werken der Meinung, dass man diese nun wahrlich in keiner Form weiter brauchen würde und entschied dann eben, diese gut 100, das waren ganz genau 113 Werke auf dem Markt zu verkaufen, um mit dem Erlös, wie du gesagt hast, dann eben ein Werk der Moderne anzukaufen. Und es ist in der Tat sehr sprechend, dass 100 Kunstwerke aus den NS-Sammlungen oder der Erlös für 100 Werke aus den NS-Sammlungen nicht mal ausreichend war. Also dieser Erlös lag bei rund 1 Million, um ein Werk der Moderne dafür zu kaufen. Ja, also das ist natürlich ein ganz interessantes, ganz sprechendes Beispiel, aber vielleicht vor dem Hintergrund noch 2 Worte zur Wertigkeit, wenn man so will, dieser NS-Sammlung überhaupt. Also ich denke, da muss man einerseits berücksichtigen, dass es sich bei diesen Kunstbeständen aus NS-Besitz bei weitem nicht immer um geschlossene Sammlungen handelte, sondern die NSDAP hat
zum Teil schon recht wahllos auch zusammengekauft, einfach weil sie ihre Gebäude ausstatten wollten. So ging es auch verschiedenen Funktionären. Ja, also das waren keine planvoll zusammengetragenen, geschlossenen Sammlungen, sondern es war einfach Kunstbesitz, den man auf dem Markt bekommen konnte und der dann doch irgendwie auf Linie lag. Ja, also das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch nochmal, wenn wir schauen, nach welchen Kriterien die Staatsgemäldesammlung aus diesen NS-Beständen für sich ausgewählt haben. Ja, da ging es natürlich schon darum, was ist museumswürdig, also was können wir wirklich für unsere Häuser gebrauchen. Ja, aber das war nur ein Kriterium. Ja, ein zweites Kriterium war, dass die Staatsgemäldesammlung ganz explizit dazu angehalten waren, auch Objekte auszuwählen, die zur Ausstattung von Behörden dienen konnten. Ja, also sie waren quasi angehalten, auch weniger hochwertige Kunst auszusammeln. Und ein drittes Kriterium oder ein dritter Teil waren Kunstgegenstände, zeitgenössische Kunstgegenstände aus der NS-Zeit. Das waren allein über 200 Werke in diesem Gesamtkonvolut solcher Provenienz, und da spielte eher eine dokumentarische Absicht zum Kunstschaffen der NS-Zeit eine Rolle. Ja, also man kann halt nicht davon ausgehen, dass eben dann nur Hochwertiges ausgewählt wurde. Und das zeigt sich ja eben auch, das hatte Andrea Bambi angedeutet, dass heute gerade mal 10 Werke von diesem Gesamtbestand in der alten Pinakothek hängen. Ja, mit Blick auf die Pinakotheken war es das, wobei natürlich die neue Pinakothek aktuell auch geschlossen ist. Da wären sonst noch ein paar Werke dazugekommen. Rund 30 hängen in kleineren Museen im bayerischen Umland. Und der Rest ist größtenteils in den Depots bei uns oder auch zur Ausstattung in Behörden. Ja, aber das ist schon so der Gesamtumfang. Es ging bei weitem nicht nur um hochwertige, museumswürdige Objekte. Ja, also diese Verkaufsaktionen, von denen du eben nochmal berichtet hast, das waren ja nicht die einzigen Veräußerungen aus dem Bestand. Und auch mit Blick auf den Chat sorgt natürlich die Rückgabe beziehungsweise Rückverkäufe an Familien, also vormalig bekannte Nationalsozialisten, tatsächlich für ziemlich Aufregung. Wie sind diese Vorgänge einzuordnen? Warum ist auch eine Frage des Chats auch da seitens der Staatsregierung das nicht verhindert worden? Und um welche Familien handelt es sich da eigentlich? Ja, also ich glaube, dieses Zurückfordern von Vermögen, das sichergestellt war und so weiter, das hat sogar unterm Strich nochmal ein bisschen breiter ausgesehen. Ja, also ich habe mich nur um die Kunst gekümmert. Da waren das Heinrich Hoffmann, der sogenannte Reichsbildberichterstatter, der da Forderungen gestellt hat, und Teile seiner Familie, also auch seine Ehefrau und sein Sohn. Es war in besonderem Maße Henriette Hoffmann von Schirach. Ja, das war die Ehefrau von Waldo von Schirach und die Tochter von Heinrich Hoffmann. Also da war auch nochmal eine familiäre Verbindung. Und es war dann eben die Ehefrau von Hermann Göring, Emmy Göring. Ja, also das waren so bei diesen Rückforderungen die zentralen Figuren. Und das war auf der einen Seite schon das Problem, dass da ein Rechtsanspruch erstmal bestand, oder man kann sagen, ein Rechtsanspruch vorgetragen wurde. Ja, wenn Emmy Göring, wenn Henriette Hoffmann von Schirach eben nach ihren Spruchkammerverfahren entlastet waren, ja, und das Spruchkammerverfahren damit endete, dass ihr persönliches Vermögen unangetastet ist, ja, dann, sage ich mal, haben sie natürlich eine Grundlage für die Forderung, der man sich dann auf behördlicher Seite des Freistaats nicht entziehen kann. In dem Sinne, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Ja, das war ja keine Bittstellerei, sondern das war wirklich mit Anwälten auch, mit ganzen Armaden von Anwälten vertretene rechtliche Forderungen. Ja, der Vorgang wird dann komplexer, wenn man weiter guckt, wie wurde das genau begründet, weil es war damals zum Beispiel nicht üblich, dass Frauen eigene Vermögen erwirtschafteten. Ja, und dann begründeten eben Emmy Göring, Henriette Hoffmann von Schirach und andere, dass sie gewisse Objekte geschenkt bekommen hatten, dass sie gewisse Dinge in die Ehe eingebracht hatten als Mitgift und dass sie auf dieser Grundlage belegen wollten, das gehörte mir, das war wirklich mein persönliches Eigentum und deshalb steht mir das wieder zu.
Ja, und ja, also das ist das eine. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, ich würde schon sagen, die Behörden des Freistaats mussten sich aufgrund des rechtlichen Backgrounds damit auseinandersetzen. Die Frage war eher, wie glaubhaft, wie kooperativ verhielt man sich dem gegenüber, weil diese ganzen Eigentumsnachweise, die von Henriette Hoffmann von Schirach und anderen kamen, dann doch mehr und mehr offensichtlich vielfach unwahr waren. Ja? Und da ist halt schon erkennbar, dass man am Anfang darum bemüht war, wie gesagt, das Finanzministerium, wir als Staatsgemäldesammlung spielen da auch eine Rolle, das möglichst zügig und geräuschlos abzuwickeln. Da würde zum Teil echt, ja, also überraschend viel und unmittelbar Dinge zurückgegeben. Aber als dann so durchsickerte, da stimmt auch vieles nicht. Die Eigentumsnachweise sind in vielen Fällen auch gar nicht belastbar, die Henriette Hoffmann von Schirach da vorbringt. Da wurde das schon auch zurückhaltender und strenger. Da wurden die Auseinandersetzungen hitziger. Und da hat man schon ein Stück weit auch restriktiver agiert. Ja. Und das ist aus heutiger Sicht natürlich trotzdem alles, ja, ich glaube, sehr schwer nachzuvollziehen. Damals spielten verschiedene Dinge eine Rolle. Das Finanzministerium wollte beispielsweise auch unbedingt verhindern, dass es zu Gerichtsprozessen, die immer wieder angedroht wurden, kommt. Ja, also man wollte nicht solche öffentlichkeitswirksamen Auseinandersetzungen haben. Und ja, hat dann eine Mischung aus Kooperation und Konfrontation am Ende verfolgt, die in vielen Fällen doch ärgerlich ist und ja, die vor allem auch wenig Berührungsängste mit diesen Personen erkennen lässt. Ja, also das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass eben eine Henriette von Schirach, eine Emmy Göring durch ihre Spruchkammerverfahren ja nicht nur nicht enteignet waren, sondern sie waren quasi entlastet, ja. Und auf Seiten des Freistaats, oder auf Seiten der Staatsgemäldesammlung muss man ja auch sagen, gab es eben auch Leute wie Ernst Buchner, der 45 als Generaldirektor abgesetzt wurde, dann ebenfalls ein mildes Spruchkammerurteil hatte, 53 wieder eingesetzt wurde und natürlich dann vielleicht nicht in der Rolle war, jetzt hier moralische Bedenken zu äußern gegen diese Vorgänge. Und ja, also das wurde relativ behördlich und relativ kooperativ, unkompliziert, ja, wurde diesen Ansprüchen dann eben einfach gefolgt. Wie gesagt, schon immer mit Blick auf diesen rechtlichen Hintergrund und was dann noch als on top darüber hinaus sticht, das will ich schon auch sagen, dass man dann irgendwann Henriette Hoffmann von Schirach sagte, jetzt ist gut, jetzt reicht's, es gibt nichts mehr. Und sie dann anfingen, darum zu bitten, Objekte zurückkaufen zu können, ja, vor allem aus der Sammlung ihres Vaters Heinrich Hoffmann. Ja, und da sind wir dann in einem Bereich, wo es überhaupt keine rechtlichen Grundlagen mehr gab. Ja, das war einfach die Bitte, das kaufen zu können. Und auch dem hat man sich damit kooperativ auseinandergesetzt. Und ja, sie konnte dann Gemälde aus der Sammlung ihres Vaters zurückkaufen. Und die ganze Tragik und Bitterheit dieses Prozesses wird im Besonderen dadurch deutlich, dass wir heute wissen, dass unter den zurückgegebenen und dann auch unter den zurückverkauften Objekten durchaus auch NS-Raubkunst gewesen ist, dass also in diesen Vorgängen Raubkunst unmittelbar an die Familien der Täter zurückgegeben wurden. Und das ist natürlich, wie gesagt, ja, besonders tragisch und bitter. Ja, das kann man sicherlich nicht anders ausdrücken. Aber wo du jetzt eben schon von so vielen auch Persönlichkeiten gesprochen hast, wo man tatsächlich bei der Lektüre halt häufig sagen muss, wie war es möglich, dass sie halt so schnell zurück in auch eben führende Positionen streben konnten. Und eine Person, die also da sehr Eindruck auf mich gemacht hat und zwar quasi auf der anderen Seite, ist Philipp Auerbach, der als Präsident beim Landesentschädigungsamt und auch als Generalanwalt für die Wiedergutmachung tätig war. Der hat sich zwar auch für schnelle Übereignungen von Kunstgegenständen eingesetzt, aber das ging dann darum, weil er eben Gelder für den Entschädigungsfonds für die Opfer des Nationalsozialismus quasi füllen wollte mit diesen Geldern. Und dabei wird doch sehr deutlich, dass dieser Aktionismus von Auerbach sehr von seinem Gerechtigkeitsempfinden auch einfach angetrieben wurde. Und gerade bei Buchner, den du erwähnt hast und so weiter,
finde ich, wirft gerade Auerbachs Handeln die Frage auf, wie viel Gestaltungsspielraum eigentlich Individuen hatten in den von dir untersuchten Institutionen. Also ging es eigentlich mehr um die Struktur, die das alles ermöglicht hat, oder konnten da eben schon auch individuelle Entscheidungen einfach eine große Relevanz entfalten bei diesen Rückgabe- und Übereignungspolitiken, die du untersucht hast? Ja, also eine große Relevanz weiß ich nicht, eine Relevanz, aber eine gewisse Relevanz auf jeden Fall. Du hast Philipp Auerbach angesprochen, zudem gibt es ja auch durchaus allerhand Forschungsliteratur, auf die ich verweisen kann. Da bin ich jetzt an seiner Biografie nicht der große Experte, aber er taucht in meinem Zusammenhang auf, weil er, wie du gesagt hast, für Wiedergutmachung im Freistaat Bayern zugunsten NS-Verfolgter in leitender Position tätig war. Und Auerbach ist eben genau, es ist eine der Personen, an der sichtbar wird, dass man auch anders handeln konnte. Er gehört zu den wenigen da aus dem Behördenapparat, bei dem man sehr klar sowas wie eine moralische Perspektive erkennen konnte. Er hat sehr stark, gerade anfänglich sehr stark gegen die Rückgaben an NS-Funktionäre protestiert, weil er es unerträglich fand, dass NS-Funktionäre ihr Vermögen zurückerhielten, während Verfolgte auf Entschädigungsleistungen weiter warten musste. Und da hat er sich schon sehr energisch und lautstark Raum geschafft, hat auch Ebert Hanfstengel, der an frühen Herausgaben beteiligt war, innerhalb der Behörde scharf kritisiert dafür, ja, und das war schon so ein Moment, der dann wiederum auf Hanfstengel auch Eindruck gemacht hat, wo man das Gefühl hatte, im Anschluss wurde Hanfstengel in der Sache doch auch vorsichtiger, nicht nur deshalb, aber auch, ja, man muss dazu sagen, dass Auerbach selbst zu den Verfolgten des Regimes gehört hatte, ja, dass er das Dritte Reich, die NS-Zeit im KZ Auschwitz überlebt hatte und dass eine solche Perspektive damals mit Sicherheit massiv unterrepräsentiert war. Eben weil, das hatten wir ja gerade schon auf einer strukturellen Ebene, die erlahmende Entnazifizierung, die Widerstände gegen Wiedergutmachungsleistungen und so weiter für erhebliche personelle Konsequenzen in vielen gesellschaftlichen Funktionsbereichen geführt haben und eben auch im Kunst- und Kulturbereich. Das Beispiel Hanfstengel habe ich erwähnt, das Beispiel Buchner habe ich erwähnt. Aber was mir in dem Zusammenhang auch noch, wenn man schaut, welche Handlungsmacht sie gewinnen konnte, also eine Person wie Auerbach gewinnen konnte, dann auch wieder interessant finde, ist, dass sowohl die Alliierten, aber dann eben auch jemand wie Auerbach schon bei ihren Äußerungen, bei ihren Planungen, bei ihrem Umgang mit Wiedergutmachung, mit Restitution, mit Entschädigung schon immer auch sehr präsent im Kopf haben, nicht zu weitreichend, nicht zu umfassend vorzugehen, weil sie immer Sorge hatten, das könnte wieder zu einem massiven Aufbrechen antisemitischer Vorurteile in der deutschen Bevölkerung führen und dergleichen mehr. Ja, also sie waren dann gleichzeitig wieder gebremst, indem sie quasi die verbreiteten Haltungen in der deutschen Bevölkerung in ihr Handeln mit einbezogen haben. Ja, also insofern waren sie strukturell dann auch wieder ein Stück weit runterreguliert. Aber wichtig und durchaus mit Folgen war das Handeln einer Person wie Auerbach, denke ich auf jeden Fall schon. Ja, es wird in deinen Antworten einfach deutlich, dass diese sämtlichen Entwicklungen eben vor dem Hintergrund der Einstellung auch der Nachkriegsbevölkerung betrachtet werden müssen, die eben über sowas dann häufig den Mantel des Schweigens hüllten und nur diese Absurdität in den 50er Jahren eben die Sorge zu haben, dass man antisemitische Ressentiments weckt, auch leider keine Überraschung, aber gerade vor diesem Hintergrund wird es dann doch immer besonders bitter, oder es ist auf jeden Fall auch heute schwer nachzuvollziehen in Teilen. Ich würde gerne nochmal in die 40er Jahre zurückreisen, und zwar, du hast recht deutlich gemacht, dass die Alliierten zumindest diese äußere Restitution, also die Rückgabe von Raubgut aus den besetzten Ländern, doch sehr engagiert betrieben haben. Deswegen drängt sich auch so ein bisschen die Frage auf, warum hat das Thema Raubkunst dann jetzt gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach nochmal so an
also eine große Relevanz erhalten, so an Fahrt aufgenommen? Ja, also da würde ich zustimmen, dass, wie gesagt, das ist auch immer eine Frage der Perspektive und Interpretation, aber würde das auch so sehen, dass die Alliierte, im Besonderen die amerikanische Restitutionspolitik, im Besonderen mit Blick auf Kulturgüter, tatsächlich sehr engagiert war und viel bewegt hat in den Jahren nach 45, vor allem dann bis 49. Ich denke aber auch, so habe ich das wahrgenommen, dass ein Schwerpunkt auf eben der äußeren Restitution lag. Ja, ich habe das hier eben ja ganz kurz angedeutet, dass unterschieden wurde zwischen äußere Restitution an vormals besetzte Staaten und innere Restitution auf Verfolgte im Deutschen Reich. Und die äußere Restitution, also die Recherchen, die im Collecting Point stattgefunden haben, ja, und die für uns bis heute sehr, sehr hilfreich sind, aber die bezogen sich doch vor allem auf mögliche äußere Rückerstattungen. Zudem konnten die betroffenen kontinentaleuropäischen Staaten Vertreter an den Collecting Point entsenden, die bei der Identifikation der Objekte halfen. Die kontinentaleuropäischen Staaten haben beständig auch sehr hohen Druck auf die Amerikaner ausgeübt, dass sie da eben auch wirklich nachhaltig agieren. Und wie gesagt, da ist viel passiert. Ich glaube, aus heutiger Perspektive ist das Problem eher die innere Restitution wirklich an die individuell Verfolgten. Ja, also auch da gab es ein durchaus weitreichendes Gesetz, aber dazu wurde eben nicht wirklich aktiv in den Collecting Points recherchiert, sondern da hat man sich darauf verlassen, dass die Betroffenen eben Rückerstattungsanträge nach dem Gesetz stellen und dass sie dann auf Basis der Anträge ihre Dinge auch zurückbekommen. Aber da muss man eben sagen, dass die Fristen, um solche Anträge zu stellen, sehr kurz waren. Die liefen nach dem amerikanischen Gesetz Ende 48 aus. Man muss natürlich immer mit bedenken, dass die Betroffenen vielfach ermordet oder im Exil waren, dass Familienverbünde auseinandergerissen wurden und dass es deshalb in dieser Frühphase natürlich dann vielfach auch schwierig war, fristgerecht solche Anträge zu stellen. Ja, und ich glaube, das ist der Punkt, in dem es am meisten gemangelt hat und wo wir heute dann am ehesten auch mit zu tun haben, eben diese Restitution an individuell Verfolgte des Regimes im weitesten Sinne im deutschen Machtbereich, vor allem im Deutschen Reich in den Grenzen von 37, aber bei weitem nicht nur. Ja, und da haben wir halt, wo wir jetzt ja wieder dabei sind, wenn man so will, seit 98 mit der Washingtoner Erklärung, also allgemein wieder dabei sind, die wurde ja von 44 Staaten unterzeichnet, haben wir halt in dieser Hinsicht eben einen Paradigmenwechsel, weil die Washingtoner Erklärung ganz klar dazu anhält, um nicht zu sagen dazu verpflichtet, dass kulturguterhaltende Einrichtungen aktiv ihre Bestände durchgehen und eben nicht nur die Möglichkeit schaffen, dass von außen Anträge gestellt werden. Ja, und diese wirklich gründliche, aktive, objektbezogene Recherche der Bestände findet in dieser Intensität, in der sie passieren sollte, dann tatsächlich zum ersten Mal statt. Daran anschließend gleich eine Frage aus dem Chat, die sich vermutlich auch an Herrn Marz und Frau Bambi richten würde, wäre dann, warum die Untersuchung der Provenienzen in den Beständen der Staatsgemäldesammlung eben doch auch erst jetzt in den vergangenen Jahren derartige Relevanz aufgenommen hat und mit dem Hinweis darauf, dass andere Museen da deutlich schneller waren. Da würde ich mich Ihre Einschätzung interessieren und Herr Marz hat schon signalisiert, dass er darauf gerne antworten würde. Ja, es sind sicher mehrere Antworten. Das eine ist deutlich geworden, allein mit der Fülle der Werke, die in München geprüft werden müssen, ist hier ein Sonderfall. Zugleich muss man sagen, dass München ja mit dem vorhin schon erwähnten Buch von Ilse von Zurmühlen zur Sammlung Göring sehr früh schon geforscht und auch Wissen zur Verfügung gestellt hat. Und das sind zwei Aspekte, die ich gleich zu bedenken geben möchte. Frau Bambi, wollen Sie noch ergänzen? Ja, ich würde noch daran anschließen. Ich denke, das ist kann so fast nicht stehen bleiben. Ich glaube, dass wir unglaublich weit sind, auch im bundesdeutschen Vergleich, was die Kenntnis über unsere Bestände angeht. Also wir haben 7.000 Kunstwerke mit einem Erstcheck versehen und wir haben etwa 1.000 Werke ausschließen können, weil sie entweder falsch datiert waren oder aus anderen Gründen, also gar nicht in diese Klammer passten, dass sie Raubkunst verdächtig sein können.
Und wir haben die Ampeleinstellung vorgenommen. Das heißt, jetzt wissen wir, womit wir es zu tun haben. Und das wissen wir jetzt für 7.000 Kunstwerke. Ich glaube, das ist schon also sehr außergewöhnlich, dass wir das hier im Team geschafft haben in den letzten Jahren. Und damit können wir jetzt sukzessive die Provenienzen online stellen. Das werden wir verstärkt in diesem Jahr machen und wir werden damit beginnen können und damit noch mehr dieser wirklich sinnvollen und absolut notwendigen Transparenz einfach Genüge zu werden. Also ich denke, da haben die Staatsgemäldesammlungen wirklich ja, ihr Größtmögliches gegeben. Also all das, was gefordert ist in den Washington Principles, haben wir umgesetzt. Also wir sind da transparent. Und wir haben in den letzten Jahren ein halbes Dutzend Mitarbeiter im Haus mit diesen Themen beschäftigt. Das ist eine Zahl, die verglichen mit anderen Museen sehr respektabel ist. Also auch das trägt zu der Bilanz bei, die wir im Moment machen können. Und wenn wir vorhin die Tortendiagramme von Frau Bambi vorgestellt bekommen haben, dann ist da ja schon sehr viel an Klärung gefiltert. Also was Frau Bambi sagt, ist sehr, sehr elementar. Wir sind sehr weit und die Forschungen haben bald nach der Washington-Konferenz, wo München als einziges deutsches Museum an der Konferenz teilgenommen hat, repräsentiert war dort. München hat sehr, sehr früh für die Staatsgemäldesammlung zu sprechen, mit diesen Forschungen begonnen. Es gab da noch einmal ein Abebben, aber im Moment ist es mit großen Zwischenergebnissen und klaren Perspektiven beschreibbar. Das trifft sich gut, weil das schließt auch etwas an zumindest mal meine letzte Frage an Johannes Gramlich an. Und zwar, kannst du uns einen Einblick in deinen Arbeitsalltag, wenn du jetzt eben gerade kein Buch verfasst, sondern dich eben mit den Restitutionen beschäftigst, wie ist da der Ablaufplan? Und auch aus dem Chat gibt es die Nachfrage, ob es da einen Fahrplan oder Stufenplan gibt. Wie wird da vorgegangen und gibt es vielleicht ein Beispiel, an dem du das konkret machen kannst? Ja, also ich meine, gut, das wäre auch was, wo Andrea Bambi sicherlich was zu sagen könnte. Ich fange einfach mal an, Andrea, ja. Also grundlegend geht's in der Abteilung insgesamt. Das betrifft das Projekt dieser Kunst aus NS-Besitz. Es betrifft aber unterm Strich alle 6.000 Werke, die für die Provenienzforschung relevant sind. Dass wir in einem ersten Schritt darum bemüht sind, diese sämtlichen 6.000 Werke per Erstcheck zu bearbeiten. Ja, und damit sind wir Stand jetzt so gut wie fertig. Das ist für uns schon mal ein wichtiges Etappenziel. Ja, und wenn ich sage, per Erstcheck zu bearbeiten, bedeutet das, dass wir für jedes Werk, also Objekt für Objekt, die einfach und unmittelbar verfügbaren Quellenmaterialien zu Rate ziehen. Ja, das heißt, das sind die Ankaufsunterlagen aus unserem Haus. Das sind etliche Online-Datenbanken, die man inzwischen nutzen kann. Das ist eine Autopsie der Bildrückseiten. Das ist die verfügbare Literatur zu einem Bild beziehungsweise zu einem Künstler. Ja, also dieser Check, und das soll eben möglichst bei so einem großen Bestand möglichst schnell einen Überblick ermöglichen. Ja, und das ist das, was wir für alle Objekte jetzt fast durch haben. Und am Ende dieses Erstchecks steht dann eben eine Einkategorisierung in eine dieser Ampelfarben. Ja, wobei Rot maximal verdächtig heißt und Grün unverdächtig, damit wir dann wirklich erstmal kategorisiert haben, wie das genau aussieht, was wir überhaupt genau im Haus haben. Ja, und in dem Stadium erfolgt dann eben in der Regel auch die Meldung bei lostart.de, damit wir dieses Wissen, was der Erstcheck generiert, dann eben auch nach draußen geben. Und der zweite Schritt, der tiefergehende Schritt, ist dann die Tiefenrecherche, ja, die logischerweise bei den Hochverdächtigen, also bei den roten Objekten ansetzt und die wir auch Zug um Zug parallel schon zu diesen Erstchecks betreiben. Ja, wenn ein Verdacht sehr offenkundig ist und natürlich auch, wenn wir Anfragen von außen bekommen. Und Tiefenrecherche heißt, dass wir dann wirklich auch in die Archive gehen, in Deutschland, in Europa, bis hin in die USA und Kanada jetzt letztlich auch zum Teil, um dann wirklich gründlich die Provenienz eines Werkes zu rekonstruieren. Das fassen wir dann in umfassenden Dossiers für ein Gemälde zusammen. Dann wird das Wissen, unser wissenschaftliches Ergebnis juristisch bewertet und auf der Grundlage dann wiederum wird die Entscheidung getroffen seitens
der Staatsgemäldesammlung seitens Herrn Marz in Zusammenarbeit, in Zusammenspruch mit dem vorgeordneten Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Also wenn man so will, ist das der Prozess, und dann kann natürlich bei identifizierter Raubkunst immer noch die Erbensuche folgen. Ja, wenn das eine proaktive Sache ist, das kann auch nochmal Zeit kosten. Also es kann von Anfang bis Ende schon ein Stück weit dauern, aber ja, also da sind wir jetzt dran, und weil wir eben jetzt diese Erstchecks auch fast beendet haben, werden diese tiefen Recherchen jetzt mit erheblich höherer Schlagzahl vonstatten gehen. Ja, es wird trotzdem noch lange, lange dauern, da darf man keine Illusionen machen, aber wir werden in der Lage sein, dass da doch jetzt in näherer Zukunft auch noch mal mehr Richtung Restitution etc. pp. Passieren wird. Vielleicht muss man noch ergänzen, dass ja nicht nur die Altbestände zu prüfen sind. Wir haben zum einen hin und wieder mit Claims, also mit Forderungen zu tun, auch mit Unberechtigten, auch mit Berechtigten, auch mit mit Verdächtigungen, die zum Teil gar nicht substanziell untersetzbar sind. Wir haben daneben natürlich die Priorität, die rote Ampel zuerst zu verhandeln. Und ein weiteres Aufgabengebiet der Provenienzforscher und Forscherinnen ist es, bei Schenkungen, Testamenten, Erwerbungen auch zu prüfen. Also die Diversität des Aufgabenfeldes ist enorm, und insofern ist es auch in Rechnung zu ziehen, wenn wir sagen, das wird noch dauern, das dauert zwingend noch Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte, weil jedes Werk, was vor 1945 entstanden ist, wird im Falle, dass es dem Museum zukommen soll, kann oder möchte, wird auf seine Herkunft, auf seine Provenienz geprüft. Auch das ein wichtiges Feld. Was damit deutlich wird, ist, dass sehr viel Arbeit unsichtbar ist. Ein Teil mündet in die Restitutionen, aber vieles mündet einfach nur in Wissen. Und deswegen ist die vorhin getane Erwähnung dessen, dass wir die Provenienzen online stellen, auch ein wichtiger Baustein. Da sind wir noch von der Datenbankmodifikation abhängig. Da sind wir davon abhängig, dass Provenienzketten auch eingetragen werden. Aber das sehen wir als einen weiteren Baustein zur Steigerung der Transparenz unserer Sammlung. Und Frau Bambi hat es vorhin ganz richtig gesagt, es sind sicher nicht viele Museen, die damit so weit vorne stehen wie wir. Vielen Dank. Ich würde vielleicht noch kurz was ergänzen, weil die Frage, glaube ich, im Chat dahin ging, wie denn die Prioritäten sein werden, wenn wir uns jetzt an diese doch größere Zahl von Werken mit dringendem Raubkunstverdacht machen. Und wir sind eben ein kleines Team, was das quasi jetzt festlegt. Es geht darum, wirklich dann jetzt, ähnlich wie bei auch der Entscheidung, wir machen jetzt intensiv etwas zu den Kunstwerken aus NS-Besitz, natürlich für all die Kunstwerke, die jetzt mit Rot beampelt sind, eine Prioritätenliste zu machen. Und das ist natürlich schwierig. Wer ist der Verfolgtere, können wir nicht fragen, weil das Verfolgungsschicksal ist immer gleich schwer für alle. Es geht darum, dass wir möglichst effizient arbeiten müssen und dass wir entscheiden müssen, was sind die Fälle, die wir schnell lösen können. Also dass wir das richtig einschätzen. Also ausgehend vom Erstcheck jetzt wirklich ein sicheres Urteil finden, das sind die Sachen, die wir zeitnah lösen können. Da gibt es Dinge, da sind vielleicht dermaßen Lücken in der Überlieferung, dass wir es nicht ohne neue Erkenntnisse lösen können. Und man muss natürlich auch versuchen, inhaltlich etwas zu bündeln. Einerseits ist jeder Fall individuell, andererseits gibt es natürlich auch ähnliche Sachlagen. Sprich, wir haben sicherlich den ganz großen Komplex der Kunsthändler vor uns, die im Dritten Reich etwas verkauft haben und selber eben Kunsthändler jüdischer Herkunft waren. Und das hoffe ich, dass uns das natürlich etwas beflügelt und etwas schneller werden lässt in dem Bearbeiten der Fälle. Aber wie gesagt, also dennoch ist es immer wieder dann sehr individuell, wenn man dann mit der Recherche beginnt. Aber vielleicht werden sich dann natürlich auch Handlungsmuster oder Vorgehensweisen herauskristallisieren. Also das wäre mein großer Wunsch. Aber ich glaube, da sind wir eben auch jetzt einfach in einer Phase, das ist Pionierarbeit. Also ich glaube, in dem Umfang, wie wir das jetzt machen, können wir auch nicht auf so viele Häuser zurückgreifen, wo wir sagen können, gebt uns mal einen Rat, wie würdet ihr anfangen, sondern es ist immer noch eine sehr junge Disziplin, auch wenn wir es jetzt schon hier im 2. Jahrzehnt machen. Und insofern
ist noch ein Aspekt hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig. Insofern spielt der Zusammenschluss unserer Provenienzforscherinnen und Forscher im Provenienzforschungsverbund Bayern eine Rolle und unsere Vernetzung, ihre Vernetzung deutschlandweit, europaweit bis in die USA. Der Austausch ist sehr eng, sehr dicht, sehr notwendig. Und gerade in dem digitalen Zeitalter sehen wir, wie sich auch die Findmittel, die Websites, die Datenbanken, wie sich das in den letzten Jahren und Jahrzehnten rasant beschleunigt hat. Das heißt, jede Prüfung wird komplexer, aber die Chancen, auf Wissen zu stoßen, was andere haben, wachsen auch. Also dieser Austausch ist aus meiner Sicht unbedingt erwähnenswert. Und Herr Gramlich, Sie sind ja auch im Provenienzforschungsverbund Bayern ganz maßgeblich verankert. Insofern grüßen wir hier an der Stelle mal auch alle, die mit uns forschen. Ja, und nicht zuletzt hat Johannes Gramlich natürlich auch mit dem Buch durchaus auch auf die doch beträchtlichen personellen Kontinuitäten mit kleinen Unterbrechungen hingewiesen in der Staatsgemäldesammlung vor und nach 45. Und eine Frage, die auch im Chat jetzt noch gestellt wurde, war, ob es sich nicht lohnen würde, beziehungsweise warum keine Historikerkommission beauftragt wurde mit der Aufarbeitung der NS-Zeit, beziehungsweise mit der Vergangenheit des Hauses. Und das könnte vielleicht auch nochmal an Herrn Marz oder Frau Bambi gespielt werden, beziehungsweise inwiefern da eben die Notwendigkeit da ist. Also man kann eine Historikerkommission einsetzen oder man kann einen Zeithistoriker wie Herrn Gramlich damit beschäftigen, und das ist eine sehr verdienstvolle Arbeit. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir die haben und dass wir nicht nur das Buch als historische Forschung haben, sondern auch die Anhänge mit den Werken, die in der Zeit ins Haus gekommen sind. Und eine Kommission wird nichts anderes erforschen als ein Historiker. Wir suchen Lösungen, die schnell und mit der vorhandenen Manpower gefunden werden können. Und ich glaube, dass die Beschäftigung eines Zeithistorikers wie Herr Gramlich mit unseren Kunsthistorikern zusammen ein Prototyp ist, dem andere Institutionen nacheifern können. Wir wissen, wir sind nicht die erste Institution, die sich mit dieser Institutionsgeschichte beschäftigt. Aber wir wissen, dass wir hier einen Baustein haben, der wahnsinnig hilfreich ist. Und ich unterstreiche, Herr Gramlichs Stelle ist eine vom Ministerium für die Provenienzforschung zur Verfügung gestellte Stelle. Alle anderen Stellen waren teils befristet und aus Mitteln von den Staatsgemäldesammlungen gemeinsam mit dem Ministerium finanziert oder sind, wie die Stelle von Frau Bambi und Frau Zechel, umgewidmete Stellen. Heißt, da ist Gestaltungsraum für die Museumslandschaft in Bayern, in Deutschland generell. Ich glaube aber, dass es wenige Häuser gibt, die so weit sind mit den institutionsgeschichtlichen Forschungen. Also ich denke, da sind wir mit Berlin, vielleicht noch mit Dresden ganz vorne. Und ein einzelner Kopf kann manches sehr effektiv ermitteln, was eine Historikerkommission vielleicht in längeren Sitzungen auch ermittelt hätte. Ja, ich wollte da vielleicht noch was zu ergänzen, Anna, wenn ich darf. Ja, bitte. Mhm. Also ich glaube tatsächlich ein Vorteil, das hat der Marz quasi schon gesagt, ich möchte es unterstreichen, ist, dass ich jetzt im Zuge dieser Buchpublikation und der entsprechenden Forschung dazu jetzt das Haus nicht verlasse, sondern weiter hier bleibe und das massive Wissen, was ich zu diesem Bestand gewonnen habe, die umfassenden Quellenbestände jetzt natürlich umso besser einsetzen kann, um die objektbezogene Recherche weiter zu befeuern. Ja, also es wäre eigentlich unökonomisch, wenn dieses Wissen, also die Leute, die dieses Wissen generiert hätten, jetzt wieder abziehen würden. Ja, ich möchte dazu auch betonen, dass ich die objektbezogene Recherche auch während der Buchpublikation nebenbei permanent betrieben habe. Und das andere, was bei sowas vielleicht ein Stück weit mitspielt, da möchte ich dann auch einfach was zu sagen, ist die Frage der Unabhängigkeit und Objektivität. Ja, wenn quasi ein Mitarbeiter aus dem Haus über das Haus schreibt, da möchte ich im Endeffekt eigentlich nur zwei
kurze Sachen zu sagen. Also ich bin jetzt wirklich beruflich in dem geschichtswissenschaftlichen Business seit 12 Jahren und da ist das Studium nicht mit eingerechnet und ja, ich habe die Basics und die Grundlagen sehr stark aufgesogen, dass das zentrale Kapital des Wissenschaftlers Distanz ist, ja, Distanz zum Untersuchungsgegenstand und Distanz zu äußeren nichtwissenschaftlichen Einflüssen. Und ich hätte mich meinerseits niemals für irgendwas hergegeben, wo das nicht gewährleistet gewesen wäre. Und konkret auf das Projekt hier kann ich nur sagen, dass ich im Haus sehr viel Vertrauen hatte, auch sehr viel Unterstützung, dass ich mal eben 2 Wochen nach Washington in die National Archives fliegen konnte, um dort zu recherchieren. Das ist alles nicht selbstverständlich. Das war eine sehr komfortable Forschungssituation und Versuche von irgendwelchen Seiten Einfluss auf das Endprodukt zu nehmen, hat es tatsächlich überhaupt nicht gegeben. Also Herr Marz als auch das vorgesetzte Ministerium haben den Text überhaupt erst gesehen, als er in Buchform gedruckt war. Ja, also natürlich diskutieren wir Fachfragen in der Abteilung, aber es gab jetzt überhaupt keine Einflussnahme nach dem Motto, schwäch da mal ein bisschen ab, nimm das mal ein bisschen so und so. Das hat es schlicht nicht gegeben und das möchte ich schon betonen. Und wie gesagt, wenn es anders gewesen wäre, hätte ich dieses Projekt auch nicht bearbeitet. Und es ist nicht zu vergessen, erste Restitutionen resultieren bereits aus den Forschungen, die jetzt anstehen. Erste anstehende Restitutionen. Das eine und das andere beflügelt sich gegenseitig. Ja, also danke jedenfalls für nochmal das Unterstreichen, Johannes. Das darf man tatsächlich nicht unterschätzen. Auch in gewisser Weise diesen Arbeitsethos des Zeithistorikers, der Zeithistorikerin. Und da ist es ganz passend, dass die eine Frage, die ich hier im Chat noch sehe, sich auf die Quellenlage bezieht, eine quasi Lieblingsfrage von Historikerinnen. Und ob du noch 1 oder 2 Worte dazu sagen kannst, wie die sich gestaltet hat, denn offensichtlich, du hast es eben schon erwähnt, die Archivreise nach Washington, aber offensichtlich bist du ja auch in bayerischen Archiven sehr fündig geworden. Ja, genau. Also die Quellenlage für das Projekt war gigantisch, ja, fast überfordernd. Das hatte im Endeffekt 2, 3 Gründe. Punkt 1, es ging um Thema der Nachkriegszeit. Ja, bis jetzt hatte ich auch viel mit Themen der Kriegszeit zu tun, wo dann viel zerstört und abhanden gekommen ist. Die Überlieferungen der Nachkriegszeit sind dementsprechend viel kompletter. Und es ging vor allem um behördliches Handeln. Ja, also und die Behörden sind ja verpflichtet, ihre Unterlagen dann entsprechend zu archivieren und an die staatlichen Archive zu geben. Das heißt, das ist dann auch wirklich alles da. Anders als wenn man jetzt mit privaten Sammlern oder Händlern zu tun hat. Und ja, und dann kam eben einfach dazu, dass es so unglaublich viele Behörden waren, die damit zu tun hatten. Ja, allein auf Seiten des Freistaats Bayern waren das die Staatsgemäldesammlung, war das Bayerische Landesamt für Vermögensverwaltung und Wiedergutmachung, war das Landesentschädigungsamt, war das Kultusministerium, war das Finanzministerium, war das die Staatskanzlei. Und all diese Behörden haben ihre eigene Überlieferung, die man durchschauen muss. Dazu kamen Bundesbehörden, dazu kamen die Alliierten. Also das war schon massiv viel Stoff. Und besonders hervorheben möchte ich vielleicht noch die für mich fast wichtigste Bestand, die sogenannten Vermögenseinziehungsakten, die wir in der Zeit sogar wirklich noch im Bayerischen Finanzministerium aufgespürt haben. Die waren noch nicht ans Archiv abgegeben und ich dann dort vor Ort mutmaßlich als einer der ersten überhaupt einsehen konnte, die aber, das möchte ich natürlich auch betonen, inzwischen ans Bayerische Hauptstaatsarchiv abgegeben wurden. Und dort vielleicht noch eine kleine Ergänzung für die kleine Ergänzung zu der Frage. Seite 281 und folgende sind alle diese Quellen aufgelistet. Das ist ein wunderbarer Einstieg, weil es zeigt, wie Herr Gramlich das eben beschrieben hat, wie viele Institutionen und Strukturen miteinander an dieser Aufarbeitung deutscher Geschichte und an der Fortschreibung von Themen gearbeitet haben. Außerordentlich spannend auch das. Gar nicht ohne. Ja, ich nutze die Gelegenheit dann tatsächlich nochmal, um das Buch auch nochmal in die Kamera zu halten, denn tatsächlich ist gerade diese Übersicht der Archive, die besucht wurden, und
die offensichtlich auch notwendig waren, um diese quasi Multiperspektivität dieser vielen Institutionen, die an diesen Entscheidungen quasi mitgetragen haben, aufzufächern, sicherlich eine besondere Leistung der Arbeit. Und auch wenn das sich eben manchmal einfach sehr technokratisch lesen muss, ist es einfach das Hintergrundwissen, das man haben muss, um zu wissen, warum es passiert ist, warum es so lange gedauert hat und wie es überhaupt möglich war, und das bleibt natürlich immer noch dieser Überraschung oder auch dieser Aufreger, dass eben diese Werke so behandelt wurden in den 50er, 60er Jahren. Ich habe einen Blick auf die Uhr und wir alle haben uns ja auch eigentlich früher oder später einen Feierabend verdient. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass Anna, ja, ich habe hier ich sehe eine Frage nur, ich weiß nicht, ob ich die auch richtig verstehe. Das finde ich nur gerade doch wichtig, das noch zu sagen, ob auch Kunstwerke zurückgegeben werden, damit die Beweislast nicht bei den betroffenen Familien liegt. Ja, da möchte ich nur ganz deutlich sagen, die Beweislast liegt nicht bei den betroffenen Familien. Wenn Sie eine Vermutung, einen Anfangsverdacht, einen Glauben haben, melden Sie sich bei uns und dafür sind wir ja da, um dann eben auch Recherchen zu führen, die wir sehr wohlwollend führen, alles zusammenzutragen und dann gemeinsam zu Entscheidungen kommen. Also wir haben hier nicht die Situation, dass an uns herangetreten werden muss mit vollumfänglichen Beweisen, sondern wie gesagt, es reicht eine Vermutung, ein Glaube und dann melden Sie sich und dann kümmern wir uns gemeinsam darum. Das ist ja auch nochmal gut zu unterstreichen, dass sich da in den letzten Jahrzehnten einfach Dinge geändert haben, was eben gerade diese Beweislast angeht. Das ist gut, dass du das nochmal unterstrichen hast. Auch wenn jetzt in den letzten 2 Minuten jemand sagt, da habe ich noch eine Frage, die mich umtreibt. Keine Sorge, es gibt genügend Hinweise sowohl im Livestream auf Kontaktmöglichkeiten, also auch einfach mal eine E-Mail schreiben oder anrufen, wenn es quasi jetzt noch Fragen gibt, beziehungsweise natürlich auch gern das Buch erwerben, durcharbeiten und sich dann mit den weiteren Detailfragen vertrauensvoll an Johannes Gramlich wenden. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Herr Marz, Frau Bambi und natürlich Johannes bei dir. Und auch bei den sehr aufmerksamen Zuschauerinnen und Zuschauern für die Fragen im Chat. Die Kolleginnen und Kollegen der Staatsgemäldesammlung freuen sich natürlich auch auf Besuche, die hoffentlich in absehbarer Zeit wieder möglich sein werden. Und auch eine gute Nachricht, eine Aufzeichnung dieses Livestreams wird nach Ende der Veranstaltung verfügbar bleiben. Also wenn irgendwas nochmal nachgehört oder nachgesehen werden will, ist das auch möglich. Die Online-Redaktion der Bayerischen Staatsgemäldesammlung reagiert dann eben auch gern auf Nachfragen. Und noch ein Veranstaltungshinweis, denn nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung. Der diesjährige Tag der Provenienzforschung, der findet am 14. April statt, ist auch nochmal ein digitales Live-Event. Und deswegen kann der schon mal im Kalender vermerkt werden. Der jeweilige Zugangslink wird dann folgen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und habe mich sehr gefreut, dass Sie mit uns diese 1,5 Stunden verbracht haben. Vielen Dank und einen guten Abend. Frau Ulrich und Ihnen herzlichen Dank von unserer Seite für Ihre Moderation. Dank an alle Referenten, Dank an unser interessiertes Publikum. Ich wünsche einen schönen Abend und wir verabschieden uns.